aus Bergheim. Ja, sie lieben sich abgöttisch und sie verbringen das ganze Leben zusammen, nämlich in einem Fahrzeug. So kann man sagen. Ja, Ingrid, ich grüße dich herzlich. Guten Morgen. Morgen. Ihr habt ein wunderschönes Reisemobil. Ich darf es mal gerade zeigen. Es ist ein schick C-Line. Ihr habt es schon lange? Seit April erst. Seit April. Ist er gut? Sehr gut dabei. Ich kann mich also da nicht negativ darüber äußern. So, ich zeige das mal gerade. Ihr habt den gekauft bei dem da. Bei Hemmey. Ist das gut gewesen eigentlich? Hervorragend. Hervorragend. Guter Service, muss man sagen, ganz klar. Nicht nur von ihm, sondern auch von seinen Mitarbeitern, Ja. die wir hier hatten dazu. Und was macht für dich einen guten Service aus? Was denkst du? Wenn man die Leute auch mal eingehen dabei und die Wünsche sofort erkennen, ohne dass man großartig sagen muss, was man haben will. Ja. Die sehen an und sagen, okay, das und das passt. So. Darf ich fragen, bei wem du gekauft hast bei mir im Bei Haus? Nussbaum. Bei der Yvonne. Ja. Mhm, Ja. okay. Bei der Yvonne. So, ihr wart jetzt schon weit unterwegs, oder? Eigentlich noch nicht so. Wir waren jetzt im Bodenmais. Ja. Sind wir hier mit jetzt gewesen. Und war schön? Super, super. In dem neuen Campingresort. Also traumhaft. Ganz traumhaft, wirklich. Jetzt mal eine Frage, seid ihr Neucamper oder Altcamper? Erst seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Das heißt, ihr habt neu angefangen damit. Genau. Vorher ein paar Mal geliehen und dann haben wir uns letztes Jahr entschlossen, eins zu kaufen. Und das haben wir dann wieder verkauft und haben uns jetzt Innerhalb von 3 Tagen war der weg gewesen. Warum? Ja, weil hat nicht Nachfrage. gepasst, Doch, das passte schon dann dazu, aber die Nachfrage war so stark gewesen dazu und wir wollten nur einen haben für 2 Personen. Ja. Den hatten wir gehabt mit 4 Personen, so die Familie wollte doch nicht so mitfahren, wie wir uns das vorgestellt hatten dann dazu. Und wir gesagt, okay, mal 2 Personen dazu. Er sagte, nee, wie gesagt, wir wohnen in Bergheim und das passte dann auch. Der Wagen war auch schon da gewesen, wir mussten also nicht allzu lange darauf warten, obwohl wir 3 Monate Luft hatten dabei. Ne? Alte verkauft, das war dann ratzfatz weg gewesen. Sagte auch die Frau Nussbaum, die sagte auch kein Problem, setzt da bald in die Zahlung mit rein. Und das wird gut verkauft. Da habe ich gedacht, okay, weißt du, bist du dann 1 Woche, 2 Wochen oder was? Nach 2 Tagen war er weg. Ja, da muss ich aber noch mal mit der Frau Nussbaum sprechen. Mir wäre ja viel lieber gewesen, ihr hättet den eingetauscht, da hätte ich wieder einen guten Gebrauchten auf dem Hof gehabt. Ja, der hat erst 6.000 Kilometer weg. Das Ei. Auto war top gewesen. Mann, dabei, das sind die Traumautos, die suche ich hier. Ja. So, ich zeig's mal gerade hier vorne. Das ist jetzt, ich sag mal so, der Carthago hat den riesen Vorteil, er ist schick, aber er wirkt nicht so aufgesetzt wie die ganz großen. Das heißt, man darf sogar noch mit Leuten auf dem Campingplatz reden, oder? Also es wird sehr oft, dass wir angesprochen werden dabei. Und die Leute machen also keinen Bogen um uns rum, sondern die kommen und fragen schon mal nach und gucken mal mit rein. Also man macht keinen Bogen um uns rum, keine Frage. Ja, der ist auch schön klein, das heißt, du kommst überall durch, Äste und so weiter, ist ja auch ein Riesenthema, also darf nicht so hoch sein. Ne? Nee, also ich sage, die Höhe reicht gerade so. Ne? Den alten, den wir hatten, der war genauso hoch gewesen und die Länge reicht auch. Für 2 Personen 7,50 Meter, da kannst du drin tanzen. Ne? Du fährst kein Motorrad. Doch, deswegen haben die anderen Kupplung hinten mit dran. So, das heißt, du nimmst das Schätzchen mit, oder? Ja, na klar. Also ihr dürft mal raten, was es ist, ja. Ich gehe mal davon aus, es ist eine BMW. Ne? Ist der BMW, oder? Aufgeber muss Ja, es eine BMW ja. sein. Hat man mal gehabt, BMW, aber dann sind wir etwas ruhiger geworden. Jetzt fahren wir Harley. Aha. Das ist aber schön, das heißt, es gibt noch eine ganz wichtige Kleinigkeit. Ja, die sehe ich schon. Das ist nämlich dieser kleine Aufkleber, der da ist. Ja, liebe Russin. Das ist so, wenn man das drauf hat, man ist aus dem Rheinland und kommt so in so Gebiete, wo die Leute, ich sag mal, zum Lachen in den Keller gehen, das ist schon komisch, oder? Auch eigentlich kein Problem. Kein Zumal Problem. ich bin Bayern-Fan, also Geht. Ich bin gebürtiger Duisburger, da ist man sowieso ein bisschen lockerer drauf. Ne? Ja. Sie ist aus dem Westerwald, also das passt schon dazu. Ich wollte Und wir sagen, Sie kommt aber nicht von hier, das höre ich direkt am Dialekt. Aber Westerwald wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und wir sind natürlich auch so, dass wir auf Leute zugehen dabei. Ne? Ja, das befürchte ich auch. So, ich darf mal hinten reingucken in die Garage. Die ist nämlich richtig groß. Habt ihr genug Zuladung? Der ist ja sehr leicht. ja. Langt. Boah. Gut, aufgerollt ist er jetzt nicht, weil wir gestern noch Kommt unterwegs der schon wieder mit gewesen. seiner Kamera hier an. Ne? Ja, aber ist okay. Der Vorteil ist, du hast so viel Platz drin. Das heißt, du kriegst wirklich vieles rein. Ne? Ja, wir haben ja auch die Fahrräder noch immer mit wenn drin, dazu. also kein Problem. So, wenn wir nächstes Mal gefilmt werden, dann räumen wir den noch auf. Ne? Nee, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist ein Tisch oder was ist das da? Ja, Tisch und 2 Stühle. Ist der gut, der Tisch? Ja. Ja. Crespo. So, das ist da vorne drin. Dann ganz wichtig, was ist das da? Das ist WLAN-Box. WLAN-Box. Okay. Von Vodafone, dieser Giga. Ja, Dieser Giga. Ja. Genau.
Seid natürlich jetzt Profis. Der ganz große Kadak, zu dem hat es nicht gelangt oder langt der da, der kleine? Langt voll und ganz für uns beide. Also für 2 Mann alle Mann. Der ist super. Wir achten bis auf unsere Linie, deswegen reicht ein Kleidergrill dabei. So, da vorne ist der Rest drin. Langt voll und ganz. Ja. Ja, das Schönste ist allerdings, ihr habt euch ein Fahrzeug gegönnt für 2 Personen. Das heißt, das Thema Hubbett macht ja, ich sag mal, das ganze Wohnen kaputt, oder? Ja. Also das ist so. Innen drin auch heller, wesentlich heller dazu. Das ist mal ein schönes Fenster oben dran. Oh, ist das schön, oder, Andreas? Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination. Das ist ein Superieur, das heißt, er hat den dunkleren Möbelkorpus dran und dann hat er, ich glaube, es ist das Vollledercreme. Ja, genau, Vollledercreme. Das sieht schon sehr edel aus, das Auto, wenn man da reinguckt. Und dann jetzt gerade mit dem Endfall Hubbett, das ist Skydream oben drin, mit den Dachbaukästen da. Man kommt da rein, das ist so wirklich also sehr erhabener Eindruck dann, ja. So, Leder und so weiter. Ihr habt den ja früh genug bestellt. Ihr habt die Preise mittlerweile gesehen, die sind leicht nach oben gegangen. Kann man so sagen. Hubstützanlage, die war schon drin? Nee, die haben wir nachgerüstet. Und zwar bei uns aus dem Ort, da ist die Firma Alco. Ach ja, die sind Ja. ja direkt. Das Genau, sind auch Kunden von uns und wir sagen, okay, dann kann man da auch was lassen. Ne? Ja, natürlich, klar. Außerdem haben die Verwöhnwochen gehabt in dem Zeitraum. Ehrlich? Ja, das war dann etwas preiswerter. Um Gottes Willen. So, das ist aber auch kein Problem. Wenn das ordnungsgemäß gemacht ist, muss man auch sagen, dann ist das in Ordnung. Die Heizung hier, Alde ist hier? Genau, der hat eine alte Warmwasserheizung drin, was im Superieur auch meistens, das Auto hat hier gestanden, das war ein Bestandsfahrzeug. Ja, Genau, dann konfiguriere ich die Fahrzeuge ja vor mit der Frau Nussbaum und dann nehmen wir die Fahrzeuge in der Konfiguration so, wie wir glauben, dass sie die größte Käuferschicht anspricht. Und bei einem Superieur, das ist schon ein etwas gehobeneres Fahrzeug, finde ich, gehört so eine alte Warmwasserheizung einfach da rein. Ja. Also wenn du das Fahrzeug von außen siehst, der Abmessungen hat wie ein ganz normales, kleineres Wohnmobil, innen drin guckst du rein und hast dieses Platzgefühl. Ich darf mal kurz reingehen? Ja, gerne. So, dass man das sieht. Dann noch das Cockpit von Mercedes-Benz. Das heißt, so Werterhalt ist ja ein Thema. Ihr könntet ja auf die Idee kommen, dass ihr sagt, so in 2, 3 Jahren, es kann doch ein bisschen größer sein, dann kriegt man den immer wieder weg, oder? Ja, Oder weiteres. Genau. auf jeden Fall. Du hast hier ein Auto, das ist um und bei 7,80 Meter. Ja, und hast hier, ich sag mal, das ist ein Auto, wenn du hier drin bist, das ist schon ein bisschen so Liner-Feeling. Ne? Da muss man Das ist nicht nur Liner-Feeling, es fühlt sich an wie im Boot, oder so ein bisschen innen drin. Auch vom Fahren her dabei. Man merkt natürlich schon einen Unterschied. Jetzt ein Mercedes-Fahrwerk, vorher war mal Fiat gehabt. Dazu ist ein riesengroßer Unterschied vom Fahrkomfort her, muss man so sagen. So, die Fenster, ich guck mal gerade, an der Seite kannst du aufmachen. Du kannst hier aussteigen beim voll integrierten, das ist auch ein Vorteil. Tanken, du gehst jetzt hier raus oder zur Haupttür, wenn du tanken gehst? Wenn ich tanken gehe, gehe ich hier aus der Fahrertür raus. Ne? Fahrertür raus. So, die Rückfahrkamera, ein Tempomat hast du drin, automatisch, oder? Ja, ist komplett. So, das ist auch komplett. Ja, also wenn die Autos bei uns stehen und es war ja ein Bestandsfahrzeug, machen wir immer in dem Mercedes-Benz, in dem VS30 immer alle Optionen, die wir ab Werk ordern können. Das heißt MBUX mit dem großen 10,2 Zoll Bildschirm wird das Auto dann haben. Da hat er ein Abstandsregeltempomat, also die Fahrassistenzpakete hat er alle mit drin. Natürlich mit der Lenkrad-Fernbedienung, Tempomat, Automatikgetriebe und immer den großen Motor. Anders ordern wir die gar nicht vor. Das macht doch keinen Sinn. Ist er leise beim Fahren? Ist das Unterhalten möglich? Doch, sehr leise, muss man sagen. Aber, Ja. Jetzt mal ohne Spaß. Man sagt mir ja immer so ein bisschen nach, ich hätte so eine Mercedes-Benz-Affinität. Ihr habt ja vorher den Fiat gefahren, habe ich gerade gehört. Alleine von der Geräuschkulisse her, welches Auto ist das ruhigere Fahrzeug? Ja, ganz klar. Ganz klar. Der ist ruhiger dabei, ganz klar dabei. Wo der Fiat auch die gleiche Motorleistung hatte. Also von der Seite her, der ging genauso gut dazu. Aber leiser fährt der natürlich hin. So, und da vorne ganz viele Extras. Das ist natürlich das warme Wasser, das macht das Ganze wohnlich. Ja. Man merkt die Heizung gar nicht mehr, oder? Nee. Auch die Fußbodenheizung, das ist natürlich eine gute Sache. Die mussten wir jetzt in den Bodenmeiß haben die einmal genutzt, aber ansonsten passt alles. So, wenn ihr ja unterwegs seid, ihr habt euch so lieb. Ich zeige mal gerade hinten auf das Kopfkissen. Ich darf das mal zeigen. Das ist das. Ach, das habe ich schon noch gedacht. Ach, guck mal, wie süß. Aber von der Familie. Ach, ich werde jetzt verrückt hier. Ja, dann ist ja mal was Feines. Ja, ne? Aber wenn ihr da zusammen im Bett liegt, dann kommt das weg. Ne? Da Das kommt ist, es weg. sonst kommt ihr ja nicht aneinander. So ist Kommt es, unten dann drunter. kommt es weg. Ach, so läuft das hier. Aber so, Sag mal, der Schlafkomfort, ist er wie zu Hause oder besser? also Wir haben wie uns, zu Hause. Wir haben uns im Wirklich. Prinzip neue Matratzen zu Hause gekauft, weil die alten waren durchgelegen. Und da waren wir im Wohnmobil gesagt, okay, jetzt müssen wir zu Hause auch mal aufrüsten. Nee, also schon klasse. Doch. Also. Also auch die mit der Federung einwandfrei. Ja. Mir geht es so und auch viele Kunden berichten, dass sie im Wohnmobil besser schlafen wie zu Hause. Ich glaube noch nicht mal, dass das unbedingt an den Matratzen liegt. Ich glaube, das ist oftmals Vielleicht echt eine eine Kopfsache. Genau, ist eine Kopfsache. Ja. Also, Steht jetzt ein kleines bisschen schräg, muss man sagen. Die Hubstützen sind nicht draußen. Das Schöne ist natürlich aber auch, dass man ein Bad hat, was man wirklich benutzen kann. Genau, Das ist das genau. Problem. Ich sag mal, extra Dusche umbauen, all das brauchst du hier nicht, oder? nee,
Nee. Okay. Nee. Sparsamkeit mit dem Wasser, habt ihr das schon gelernt? Das heißt also aufmachen. Sind wir an sich von zu Hause Sowieso. aus immer Also wir sparsam sind schon. dazu, ne? Wie gesagt, wir waren jetzt auf dem Platz gewesen dazu, mussten wir Münzen einschmeißen. Die gingen da, glaube ich, 4 Minuten oder 5 Minuten. Ja. Da war immer noch genügend Reserve drin, ich habe die Ja. abgeschaltet. Aber es reicht voll und ganz. Wenn man wirklich ein bisschen darauf achtet, gerade auch jetzt momentan mit dem Einsparen dazu, so, Ja. dann passt das voll und ganz. Und hier die Wasservorräte, die hier im Auto sind, Es reichen auch sind dicker. viele schöne Details. Der hat wahrscheinlich auch eine Zentralverriegelung hier bei den Klappen. Nee, der hat er nicht. Hat er nicht? Nee, der hat die normalen Push-Locks halt hier dementsprechend drin, wo du halt dann halt entriegeln musst. Ne? Das ist also keine Zentralverriegelung. Ist es groß genug für dich? Ja. Und die Küche. Also, dicke groß genug. Dicke Na groß. ja. Die Gläser, die Nespresso darf man sich auch nicht fehlen. Ja. Der Kaffeefan. Das ist sehr gut sag mal, gemacht, sag mal ne? der sieht aus wie neu. Du bist schon ordentlich, oder? Ja gut, so lange hat man ja auch noch nicht. Erst ich brauche seit dafür einen Tag. April. Ich glaube aber auch nicht, dass der Also, später schlimmer aussieht. Nee, Ich glaube, dass ja, der schon so bleibt. Schade drum, Ja. ne? Ich meine, der ist ja. Das ist ein Traum, das Auto. Obwohl ich ein starker Kaffeetrinker bin, aber so. Bist du? Ja, ein starker Kaffeetrinker. Also ich, am Tag so 5, 6 Tassen ohne weiteres. Aber uns hat er auch so gut gefallen, dass das Helle hier Ja. unten ist und das Dunklere oben. Ne? Weil sonst. Ja, die haben auch jetzt hier bei den Dieses- 22er Modellen halt hier auch schön den Küchenbereich Ja, dann in Elfenbein gehalten. Das Auto sieht richtig hell und edel Genau, aus, wenn man hier genau, reinkommt. genau. Das gleiche gibt es ja dann auch, dann ist der Cremeanteil der gleiche. Bei der Stilwelt progressiver, dann ist nur halt der obere Holzbereich, der ist heller gehalten. Auch sehr schön, Ja. aber ich finde das hier noch einen Tacken edler, jetzt im Superieur. Genau. Das Ganze natürlich Absolut. wesentlich heller dazu. Ja. Ne? So, und das ist die Yachtoptik, die mir hier wirklich gut gefällt. Ja. Was mir fehlt so ein bisschen, sind die Yachtinstrumente. Ist es Option oder Nee, gibt es die, das nur bei haben, den großen? die haben wir ja glücklicherweise nur beim E-Line. Du sagst, sie fehlen dir. Ich bin eigentlich der Meinung, gut, okay, das muss Karthago selber wissen. Das ist Die vorbei, gehören- ne? Ja, die gehören heute nicht mehr so unbedingt in die Autos rein. Das Das ist... ist für die ältere Generation, Ja, weißt du, die dann ich auch noch eine find auch- Stufe im Auto haben. Achso, eine Stufe. Ja, es gibt da welche, da ist eine Stufe mit drin dazu und das wollte man nicht haben. Meine Frau hat gesagt, okay, ebenerdig ist es lieber dazu. Und bei den Modellen ist dann diese Yachtuhren oben bei. Ganz genau, die hat der E-Line, S Plus und Liner Fortwo, die haben diese Yachtuhren halt drin. Ja, die sind, ich sag mal, sind ganz nett, aber die passen heute. Wir gehen in einen modernen Weg mit unseren Fahrzeugen und ich finde, die Uhren gehören jetzt. Die Eieruhr ist ja schon mal wenigstens weg. Ich glaube, da hatte der Karl-Heinz Schuller noch irgendwie 100.000 Stück im Keller liegen, die mussten irgendwie noch verbaut werden. Jetzt ist endlich vorbei. Kein Mensch braucht eine Eieruhr mehr im Wohnmobil. Ja, schön ist hier der Boden. Der ist immer schön warm. Das habt ihr jetzt noch nicht testen können, wahrscheinlich so sehr. Aber es hat einen Doppelboden. Das heißt, Ja, du kannst genau. eigentlich das Fahrzeug zu überladen, ist gar kein Problem. Du Nee. kriegst überall Platz. Also für 2 Mann satt und genug. Ja, die ganzen Schränke Eigentlich zu rundherum. viel. Wir kriegen ja die Schränke gar nicht voll. Ne? Echt nicht. Ne, bisher noch nicht. Ich fahre dann schon mal mit. Komme ich hier ins Gräbele, heißt das wohl in Ravensburg, dann komme ich dann in die, hier sagt man Besucherritze zu liegen. Also was ich total stimmig finde, ist der Kühlschrank. Ja. Also das ist auch mit dem Inlay hier aus Elfenbein, was drin ist, passt. Darf ich da mal reingucken? Ich wusste, dass es gar nicht, ich habe schon gelacht. Ihr kennt ja meine Videos. Mache ich hier auch. beiden Seiten. Ja, genau. So, wir machen Der, das mal macht vor. immer, der guckt immer in der Küche. Ihr, kennt Ja, die- ist jetzt. ihr guckt die Videos vom Sven auch. gucken die schon. Echt? Ja. Ist kalorienfrei hier oben die Cookies. Hier ist So, und da vorne die ganz normalen, im Prinzip die längste Praline der Welt. Ihr seid schon so süß, oder? So ein bisschen, oder? ja, mein Mann. Der Mann. Ja, ich auch. So, aber viel Sprudel mit drin, kein Bier, das ist okay. Also ich war ja gestern Abend mit dem Sven zusammen essen. Wir waren beim Griechen gewesen. Ja. Und wir waren also schon wirklich gut genährt. Also das war eine üppige Portion. Aber anschließend gab es natürlich noch einen Nachtisch. Also ich habe mir den gegönnt. Er sagt, nein, auf keinen Fall. Ich muss auf meine Linie achten. Ich sage, hier bei Ekaterina, wo wir da essen waren, da bleiben die Kalorien vor der Türe stehen. Die kommen hier erst gar nicht rein. Und als ich meinen Nachtisch da hatte, hat er einmal probiert, dann hat er nochmal bestellt. ich doch noch einen, Ja, hat ne? er natürlich auch noch eingenommen. Also so viel zu dem Thema, ihr seid Süße. Der ist nämlich selber auch ein Süßer. Wir waren gestern zurückgekommen, wir waren 2 Tage oder 2 2 Übernachtungen Nächte. am Rhein gewesen, Goldene Meile. In Da ist der Remagen. Platz in Remagen dazu. Ne? Wir wollten nicht ganz so weit fahren dazu, da ist auch ein guter Italiener bei. Und da haben wir uns dann auch ein kleines bisschen versackt, weil es gibt ja dann nach dem Essen auch ein bisschen was zu Lecker trinken. dann dabei, Tiramisu, Ne? ne? Tiramisu und dann halt
ein bisschen was Klares noch mit dazu. Und der war uns auch gut angetan. Wir hatten uns auch mit Leuten gut unterhalten dort. Und da kam noch ein Schnäpschen rein, noch ein Schnäpschen, noch ein Schnäpschen. Zum Glück haben wir da übernachtet. Der musste nicht mehr fahren. Das war schon gut gewesen. Das ist das Schöne beim Wohnmobil. Genau. Ne? Ja? Also bei uns ist das auch so, wenn irgendwo sagen wir, ein Geburtstag ist oder so, da stellen wir uns schon lange nicht mehr die Frage, wer fährt, sondern wir rufen an und sagen, wo können wir bei euch parken? Ja. Und dann fahren wir mit dem Wohnmobil. Genau, Ja? Und dann ist genau, ja eigentlich egal. genau. Ja, das war einmal sehr, sehr peinlich, als er kam mit dem ganz großen Morelo auf eine Hochzeit und er stand auf einmal am Parkplatz. Und dann denken die Leute alle, man wäre Multimillionär, aber ihr habt euch das entsprechend hart erarbeitet, muss man sagen. Man kriegt nichts geschenkt. Oder? Genau, So ein genau so Fahrzeug. ist es. So, das ist ja schon, das stellt ja was dar. Der Werterhalt ist okay. Also ich denke, Ja. ihr könnt es nutzen, Ja. 5, 6, 7 Jahre. Mit etwas Ja. Glück kriegt man ähnliches Geld normal, oder? Ganz genau, ganz sein. genau. Ja, das haben ganz wir bei genau. dem Verkauf von dem einen Wohnmobil gemerkt. Also es hat richtig Spaß gemacht. Das Auto zu kaufen und auch wieder zu verkaufen. Wir haben, da hinten haben wir den E-Line stehen, den haben wir 2018 haben wir den verkauft. Das war so ein Sondermodell Weltmeister-Edition 2018, die haben wir selber damals kreiert. Und die wurden damals so um die 129, wurden die von uns verkauft. Da war dann auch schon ein bisschen Zubehör mit drin. Dieses Auto haben wir jetzt eingetauscht und haben den hier wirklich 24 Stunden stehen gehabt und haben den verkauft für 119.900 Euro. Das Auto hätten wir an dem Tag 4-mal verkaufen können. Da gab es noch fast Stress hier auf dem Hof, weil da sind Leute aus Wiesbaden, die haben angerufen, wir sind jetzt unterwegs, haben gesagt, wir reservieren für die Fahrzeit. Das ist ja nicht mehr als anständig, wenn einer so einen langen Weg macht. Und andere kamen auf den Hof gefahren, ja, wir nehmen den auch. Das kann es natürlich nicht bringen, also haben wir auf die Wiesbadener gewartet und die haben den dann auch gekauft. Der Wagen steht noch hier, die kriegen den nächste Woche. Nur damit man mal sieht, aus 2018 und wir haben jetzt 22. Der Kunde ist 4 Jahre lang für noch nicht mal 10.000 Euro gefahren. Das spricht für den Werder halt ganz klar. Ja, Ne? Und auch für den momentanen Trend. Und der Trend wird ja noch ein bisschen anders. Wenn ich sehe, wie gut ausgestattet die ganzen Campingplätze sind, wie viel Mühe sich gegeben wird, dort die Leute auch vernünftig zu bedienen dann natürlich. Mit Gastronomie, die Plätze sind top gemacht, die Sanitäranlagen vom Allerfeinsten. Ja. Auch hier diese Goldene Meile, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Warte, ich zeige es gerade nochmal. Da vorne ist nämlich die Kappe. Ja, das ist der Bodenmais. Das war vom Boden. Achso, das Bodenmais. Das ist, also ich habe ja keine Ahnung, was ist die Goldene Meile? Was ist das? Das ist ein Campingplatz am Rhein. Am Rhein? Am Rhein, Bremer. Okay, ist das so Party-Campingplatz? Oder? Nee. Ein bisschen was für uns hier. Mit der guten Gastronomie dabei. Gehobenes Ambiente, Ja. geografisch sehr gut gelegen, ist wirklich top. Teuer? Viel. Ich war selbst noch nicht da. Doch, wirklich also. Preis Brunner? 32 Euro. Genau. Da ist aber alles mit drin. Ist alles Sauna, mit drin. Nee, Sauna hatten die keine. Nee. Tanztee auch. Das Auch hätte man nicht. machen Brauchen wir können. nicht. Brauchen wir nicht. Ja. Aber hier dieser Bodenmais, den kann man dann auch nur empfehlen. Aber Ja. das ist ganz neuer Platz auch. Der ist, glaube ich, erst 1,5 Jahre dazu. Der Vom ist wo? Allerfeinsten. Ist der? In Bodenmais. Bodenmais. Wo ist ein Bodenmais? Bayerischer Wald. Bayerischer Wald, okay. Also mit dem Fahrrad müsst ihr schon ein E-Bike mitnehmen da. Ne? Ja, oh, da liegt fast jeder dabei. Sag mal, wenn du da jetzt hinten dran dein schönes Gefährt mitnimmst, die Harley, was ist denn das für ein Auftritt am Platz? Gucken die Leute da schon mal? Oder aber wenn ihr Also ich beide hab- anschließend aussteigt, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich habe eine geschlossene Garage. Das hatte ich sofort gesehen wird dabei. Und da passt dann alles rein. Fahrrad, ne? Also. Die ganzen Motorradzubehör, was man so braucht mit Helm und Kluft. Da passen die Fahrräder mit rein. Okay. Gut, wenn ich sie anmache, gucken die Leute schon ein bisschen dann. Ne? Ist sie laut? Ja. Man hört es schon. Man hört es schon. Das ist keine Schön. Elektro-Harley. Die bauen Elektromotorräder. Ich bin mal gespannt, wer von den Harley-Fahrern wirklich eine kauft. Jetzt mal eine Frage, ihr seid ja Neucamper, 2 Jahre jetzt unterwegs. Viele sind ja jetzt unterwegs. Habt ihr es gemerkt eigentlich, dass immer mehr kommen? Doch schon, muss man sagen. Wir haben vorher schon mal gemietet und sind noch ein bisschen gefahren dazu, um da ein bisschen reinzuriechen bei der ganzen Sache und auf den Plätzen auch, mit den Leuten dann, dass man Kontakt hat. Aber es wird schon ein bisschen mehr und die Leute sind noch zugänglicher, muss ich feststellen dabei. Also wirklich wesentlich offen dabei und es wird halt von vielen dann gesagt, weißt du, wir haben früher immer nur Hotels Urlaub gemacht dazu. So, jetzt willst du einmal mal ein bisschen normalen Urlaub haben, wo man sich auch normal unterhalten kann und nicht so gestriegelt sein muss. Oder wenn man sich morgens zum Frühstück geht, dass man sich da schon richtig anziehen muss. Ich gehe dann auch mal in Jogginghose oder normal in einem T-Shirt. Mir reicht das dann auch dabei. Ne? Sehr schön. Ja, das heißt, ihr würdet das stets nochmal machen. Vor 2 Jahren die Entscheidung zu campen. Auf jeden Fall. Auf jeden Schön, du Fall. bist Noch keine ungebunden, du kannst mal Minute losfahren. bereut. Ist der Mann noch am Schaffen oder du? Ja, wir arbeiten beide noch. Aber was ungefähr macht ihr? Wir haben ein Lebensmittelgeschäft. Ihr habt ein Lebensmittelgeschäft. Ihr seid das. Die sind da mit dem Lebensmittel. Das ist natürlich was Schönes. Groß, klein oder? Ja, groß. Groß. Das Schöne ist ja dabei, wenn man einen guten Ruf hat bei so einem Lebensmittelgeschäft, ja, dann klappt das auch gut mit dem Nachbarn, oder? Ja. Das heißt auch die Fleischerei. Ihr habt selbst eine Fleischerei, oder?
Nee. das- Wir werden beliefert. Ihr werdet- Ne? Also wir haben eine entsprechend- Metzgerei mit drin, aber wir werden beliefert. Oh, sehr cool. Ja, das ist aber auch viel Arbeit, muss man sagen, so ein Lebensmittelgeschäft, das aufrechtzuerhalten. Das heißt, ihr seid ganz spontan, könnt jederzeit entscheiden, wir fahren mal 2 Tage weg, oder? Das ist natürlich der Vorteil jetzt. Aber wir sind schon so viele Jahre selbstständig, jetzt 30 Jahre selbstständig Ja. dazu. Also dann haben wir schon so weit mit der Arbeit, dass wir sagen können, ja, wir können. Die Mannschaft ist top, die wir haben dazu. Deswegen kann man sich auch mal innerhalb der Woche wegmachen. Wir haben auch jetzt dieses Jahr oder voriges Jahr erste Mal 14 Tage Urlaub machen können am Stück. Funktionierte einwandfrei. 14. 14 Tage, ja. Wow. Ja, selbstständig, selbst und ständig. Ich will jetzt hier nicht anfangen zu heulen, aber es ist so. Ich Ja. erzähl mal nicht, wie lange der Andreas weg ist im Winter. Da 7 Tage nur darf er sich mal gönnen, so ist das. Aber das ist schon, ich sag mal, bemerkenswert. Das heißt, als Selbstständiger hat man zwar Vorteile, aber man hat auch weniger Zeit, oder? Ja, aber es macht immer noch Spaß. So, und wenn ich morgens aufstehen würde und sagen, oh, jetzt muss ich wieder den Job machen, das würde ich nicht machen. Da würde ich mal was anderes suchen. Und wir sind immer noch über 30 Jahre mittlerweile, ja, zugange mit dem Lebensmittelhandel. So. Und das tut uns eigentlich ganz gut. Man sieht uns dann doch an. Und wir haben auch keinen Backofen hier mit drin. Extra nicht, das ist nur ein Kühlschrank. Weil die Zeit, die wir so dann verbringen würden, oder meine Frau würde die Zeit dann mit dem Kochen verbringen, da will ich nicht, da will ich lieber mit ihr durch die Gegend spazieren und Essen gehen. Und essen gehen. Oder essen gehen. dabei, ne? Genau. Das ist, Ja, da habt ihr aber Glück gehabt. Die meisten Fofelweine, die hier auf dem Hof stehen, haben meistens den Tech Tower tatsächlich drin. Da muss es irgendeinen Grund geben, warum der jetzt nicht da drin ist. Ja, Sie haben den konfiguriert. Ja, ich weiß. Deswegen meistens haben die einen Tech Tower drin, ja. Ja, dann passt das. ja, schön. Das heißt also, eigentlich ist das jetzt für euch ganz toll. Ihr seid unabhängig, ihr könnt jederzeit losfahren. Habt ihr auch schon Freunde gefunden, so ich sag mal, die man schon mal wieder trifft bei WhatsApp? Also wir haben Freunde, die haben Wohnmobil. Dadurch, Aber jetzt so neue Freunde, wo man sagt, die waren aber so nett, die will man vielleicht noch mal wiedersehen oder so. doch, haben wir eigentlich auch schon. Ne? Ja, Gestern oder vorgestern Ja, da war auch das noch, Pärchen, genau. war da, wo wir dann den Uso trinken mussten, hintereinander. Also mit denen haben wir schon am Tisch ein bisschen angefreundet. Ja. Und wir werden es mit Sicherheit noch mal sehen. Die sind allerdings schon in Ruhestand, die sind schon 2 Jährchen älter wie unsere. Also, so eine, Darf ich mal fragen, wann du geboren bist, wie alt du bist? Ich bin 63. 63. Ja. Ich habe es gibt eine neue App, die das Alter feststellt. Okay. Und die habe ich ausprobiert, die kann ich euch gleich mal zeigen, das ist ganz fürchterlich, ja. Die zeigt dir auf das Jahr genau, wie alt du bist, ja. Doch. Ja, ist klar. Nein, ist eine KI, die können wir gleich mal ausprobieren. Also wenn ihr das seht, ihr seid ja jetzt nicht alt, ihr seid ja im Prinzip im besten Alter, oder? also ich bin 64 dabei. Ja. Ne? So, fahre immer noch Motorrad, also deswegen. Passt Ja, aber das. ich sag mal so, die nächsten 20, 30 Jahre geht's auf die Piste, oder? Wenn wir es können, ja, keine Frage. Gerne. So. Solange Kommt mal raus bitte. Ich mache noch kurz ein Foto von euch, ein Abschlussfoto, dass man das Ganze sieht. Da ist übrigens der Fernseher, der noch nie draußen war. Ich nehme an, ihr habt das so viel zu erzählen, oder? Den haben wir mal rausgefahren und geguckt, ob er funktioniert. Und es klappt alles auch mit der Satelliten. Alles, das war's. So, da vorne. Ja, schön, aus Bergheim. Das liegt wo ungefähr? 25 Kilometer von hier. Also quasi direkt ums Eck. Direkt ums Eck. Genau. Würdet ihr nochmal das bei ihm kaufen, jetzt wie er so live ist und so weiter, ihn erlebt habt? Auf jeden Fall. Hast du Glück gehabt? Andreas mal rein, ich zeig's mal gerade. Ingrid und du bist der? Wolfgang. Wolfgang ist 64 und deine Frau ist 62. Und fährt 63 und fährt Harley. Und alle 3 stehen vor ihrem wunderbaren Schätzchen, einem 1, 2, 3, 4, 5 Sterne Wohnmobil auf Mercedes-Benz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.